Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Im heutigen Video geht es hier um die neue La Prima Wheelbase von Acetec. Deshalb geht mein heutiger Gruß an Dänemark und an Acetec. Jetzt aber ist der richtige Zeitpunkt für euch, unter dieses Video zu gehen, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und diesem Video ein Like zu geben. Damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal, und durch eure Hilfe erreichen wir natürlich auch mehr Simracer. Ja? Und nachdem ihr das jetzt hoffentlich gemacht habt, geht es jetzt auch direkt nach dem Intro los. Denn jetzt ist Simrad Time. So, da ist es nun, die neue Wheelbase, die neue La Prima Wheelbase von Acetec. Bevor es aber direkt mit der Base losgeht, möchte ich kurz nochmal über die Strategie von Acetec reden. Ihr habt es ja bestimmt in meinem Titelbild schon gesehen, High-End Qualität, also High-End Quality und Entry-Level Price. Darauf möchte ich mal kurz eingehen, weil ich finde das sehr interessant. Acetec hat ja die Strategie, erfolgreiche Strategie, dass die drei Serien, die jetzt Acetec anbietet, also die Invicta als High-End, die mittlere, die Forte und die Entry-Level-Serie, die La Prima, dass alle drei die gleiche Qualität haben, zu verschiedenen Preisen. Und das finde ich richtig cool, denn auch, wie gesagt, wenn man nicht so viel Geld hat, muss man nicht auf Qualität verzichten, und das zeigt Acetec. Wie machen die das? Ganz einfach. Jetzt bei der Base ist es ziemlich einfach. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die La Prima, die unterste, also das Entry-Level. So, im Vergleich jetzt zum Forte und zur Invicta. Fangen wir mit der Invicta an, also die teuerste. Der Unterschied von Invicta auf Forte ist erstmal der Motor. Gehäuse etc. ist alles gleich, nur dass der Invicta-Gehäuse größer ist, weil ein größerer Motor verbaut ist bei der Invicta. So, von der Invicta auf die Forte, wie gesagt, ist der Unterschied der Motor. Also ist das Gehäuse kleiner, und die Invicta hat 6 LED-Streifen. Hier 2 hier oben und jeweils 2 an den Seiten. Diese 6 LED-Streifen und der größere Motor ist anders im Endeffekt von Invicta auf Forte. Der Rest, wie gesagt, Qualität ist alles gleich. Bei der Forte hat man denselben Motor jetzt, also von der Forte auf La Prima. Gehäuse etc. alles identisch. Sogar der Motor ist identisch. Obwohl die Forte 18 Nm hat und dieser hier nur 12. Es ist derselbe Motor. Was hat man noch weggelassen dann für den Preis, dass es runtergeht? Wir haben jetzt hier gar keine LED-Streifen, was bei der Forte ja in der Anzahl 4 Stück sind. Genau, die hat noch 4 LED-Streifen. Invicta hatte 6, die Forte hat 4 und La Prima hat gar keine LED-Streifen. Dann, was noch weggefallen ist, ist hier hinten. Und zwar haben beide Bases, also Invicta und die Forte, hier unten, da ist jetzt gar nichts hier in dieser Kuhle hier, da sind 5 USB-Anschlüsse, USB-C sogar, damit ihr andere Hardware direkt dort anschließen könnt. Das ist wie ein USB-Hub quasi. Ja? Das ist auch was Tolles, aber leider hier, wie gesagt, nicht vorhanden. Aber dadurch verringert sich ja der Preis. Das ist ja die Strategie. Dann haben wir hier nur einen Stecker, wie ihr seht. Ja? Dazu komme ich noch, dass fehlt eins, bei den anderen sind hier 2. Was da genau fehlt, das zeige ich euch jetzt gleich. Das ist jetzt, wie gesagt, die Strategie von Acetec, was ich cool finde. Ihr habt jetzt wirklich die gleiche Qualität wie bei der Forte und bei der Invicta. Auch bei den Pedalen und bei den Lenkrädern ist genau das gleiche Prinzip. Und das finde ich super. Man gibt weniger Geld aus, bekommt zwar dafür aber keinen Schrott. Ja? Und das ist diese eine Seite, was ich super finde. Die zweite ist, dass man in allen drei Bereichen, also Pedale,
Lenkrad und Wheelbase eine Stufe höher updaten kann. Bei den Bases hier geht es leider nur von der La Prima auf die Forte, weil ja wie gesagt das Gehäuse und auch der Motor zu Invicta anders sind, kann man das nicht so einfach austauschen. Aber von der La Prima kann man updaten auf die Forte. Da wird hier innen drin das PCB getauscht, der Motor bleibt, weil es ja dasselbe, und ein anderes Netzteil wird angesteckt, ein stärkeres. Und allein schon durch diese PCB und also durch diese Platine und dieses neue Netzteil hat man dann quasi ein Forte mit 18 Newtonmeter und natürlich die LED-Streifen. Und das war's schon mit dem Update. Und das, wie gesagt, ist der zweite Punkt, was ich an der Acetec-Strategie so cool finde. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Jetzt kommen wir zur La Prima Base und ich zeige euch erstmal, was dabei war. Einmal ein Netzteil, 180 Watt, unser Netzkabel natürlich und ein USB-C auf USB-A Kabel. Was noch alles dabei war und wie es verpackt war, könnt ihr hier sehen. Ich habe hier ein Unboxing-Video gemacht, könnt ihr euch in Ruhe anschauen, ist halt detailliert und hier brauche ich ja nicht alles nochmal zu zeigen. So, was wir hier noch dabei haben, was wichtig ist, ist dieses kleine Teil hier. Und zwar ist es ein Schalter, was man direkt auch an sein Rig montiert. Ich habe hier, ihr seht es ja hier im Video auch, das hier an diesen Front Mount von Acetec montiert. Und dieser Front Mount hat zwei solche Öffnungen, wo dieses Gehäuse hier quasi auseinandergenommen wird und das dort installiert wird. Und das ist jetzt nochmal ein Punkt im Vergleich, was man eingespart hat zur Forte und zur Invicta Base. Die haben nämlich zwei von diesen Schaltern. Hier in diesem Fall, das ist der Power Button für die Base, also ein- und ausschalten. Und wenn es in Idle Modus ist, fängt es an zu blinken und da muss man nochmal drauf drücken, damit es wieder normal läuft. Und bei den anderen, wie gesagt, ist da ein zweites dabei für die linke Seite und der ist dann für das Force Feedback, was du dann ein- oder ausschalten kannst. Das fehlt hier auch. Das ist auch wieder gesagt ein Punkt, wo man quasi die Kosten senkt. Okay, das war es jetzt zu Zubehör. Schauen wir uns mal die Base selber an. Die Höhe beträgt 133 mm. Es sieht zwar quadratisch aus, aber ist es nicht. Die Höhe ist 133 und die Breite 132 mm. Also da ist 1 mm Unterschied. Die Tiefe hier beträgt 293 mm und zwar bis zum Quick Release hier komplett. Die Invicta, die ist halt wie gesagt länger. Was man hier noch hat, das Gewicht, das gute Stück wiegt 8,5 Kilogramm. Und das ganze Gehäuse hier besteht aus Aluminium, nur hier hinten und hier vorne ist es Plastik, also Kunststoff. Ja, da wo es nicht so wichtig ist. Das Hauptgehäuse, wie gesagt, ist aus Aluminium. Wir haben jetzt hier unten 4 Befestigungsmöglichkeiten. Ihr seht hier auf zwei Seiten eine lange Nut und da drin sind so 4 Nutmuttern. Ja? Die könnt ihr zum Beispiel benutzen, von unten halt die Base, von unten festzuschrauben an euer Rig. Ich habe das jetzt mal gemessen, von einer Nut zur anderen, das sind 87 mm und das Maximale, das Maximale, was geht hier von oben nach unten, hatte ich nachgemessen, 165 mm. Ja? Also 87, 165. Nur also als Info, falls ihr das schon vorplanen wollt. So, also die Base hier, die wie gesagt, die ist die schwächste. Sie hat 12 Newtonmeter Stärke. Diese 12 Newtonmeter sind als Peak angegeben. Das heißt, die Spitze, die ist überhaupt erreicht. Die Auflösung hier beträgt 22 Bit. Das ist bei allen drei Wheelbases gleich. Also Forte, Invicta auch. Das meine ich schon. Das ist wieder diese Qualität, was super ist. Die Auflösung, wir haben jetzt hier zum Beispiel in einer Umdrehung, ja, also 360 Grad, haben wir 4 Millionen
Schritte. Ja? Überlegt euch mal, in einer Umdrehung werden 4 Millionen Punkte gemessen. Das wären in Grad, also wir haben ja 360 Grad, pro Punkt wären es jetzt, darf nichts Falsches sagen, 0,00085 Grad. Das ist schon krass. Und das Coole daran ist, wie gesagt, von der höchsten Base, also Invicta, Forte und La Prima, haben alle die gleiche Auflösung, also gleiche Encoder drin. 22 Bit, wie gesagt, das ist sehr, sehr stark. Ja, also kommen wir mal zum Preis. Diese Base gibt es so nicht einzeln zu kaufen. Die gibt es nur als Bundle, also als Paket mit der Formula Wheel, mit der La Prima Formula Wheel. Im Moment, wie gesagt, wahrscheinlich wird es in Zukunft auch einzeln zu kaufen geben. Deshalb mache ich die Reviews einzeln, damit man später auch nur direkt das anschauen kann, was man gekauft hat. Als Bundle mit der La Prima Formula Wheel kostet es im Paket 1049,99 €. Da gibt es noch ein zweites Paket, und zwar das La Prima Wheelbase, das Formula Wheel, La Prima Formula Wheel natürlich, und die La Prima Pedale. Alle drei zusammen im Paket kosten 1349,99 €. Also das sind die Paketpreise. Die Pedale kann man auch einzeln kaufen, aber die Wheelbase und das Lenkrad leider noch nicht. Wahrscheinlich, wie gesagt, wird es in Zukunft auch einzeln zu kaufen geben. Hoffe ich mal zumindest, für die, die es nur einzeln benötigen. Kommen wir nun hier zum wichtigsten Teil, und zwar zum Quick Release hier. Vielen wird ja die Form hier bekannt vorkommen. Tatsache ist, dass Asetek mit SimiCube eine Vereinbarung getroffen hat, softwaremäßig auch. Ich weiß jetzt nicht genau wie und was da genau abgelaufen ist. Auf jeden Fall haben sie genau das übernommen, also das Beste von SimiCube übernommen, hier was Quick Release betrifft, die Form. Ich benutze selber ein SimiCube 2 Pro und ich finde diese Quick Release, was Stabilität und so betrifft, Spiel etc. ist perfekt gewesen. Jetzt haben sie hier aber, wie gesagt, das Gute von SimiCube Square genommen und es verbessert. Was haben sie daran verbessert? Und zwar, für die, die es nicht kennen, beim SimiCube hat man, wie gesagt, diese Form, außer das hier unten. Und hier drin, hier in der Mitte, hat man so einen Stift durchgeschoben. Das entfällt hier. Hier wird nur das Lenkrad mit einem Hebel einfach drauf gesteckt, mit einer Nase hier wird es dann festgehalten und das passt. Also so easy, super. Und man hat jetzt hier ein 6-Pin, ja, hier, so einen Kontakt eingebaut, was man dann auch auf der Wheelseite hat. Das kann ich euch kurz zeigen. So, hier ist das Gegenstück, ja, und hier ist auch der Hebel. Jetzt zeige ich euch mal, wie das so aussieht. Durch diese Pins, wir haben hier so eine Platine hier unten und die kommen dann quasi in Kontakt und das ist quasi so eine USB-Übertragung, ja, und das hatte die SimiCube auch nicht. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie schnell das geht, ja. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr nehmt einfach euer Lenkrad, packt hier rauf und schwuppsdiwupps war's das. Zum Abnehmen einfach hier Hebel drücken und weg ist es wieder. Also so einfach, wie gesagt, ging es mit dem SimiCube nicht. Und das ist, wie gesagt, auch eine super Verbesserung, was ich sehr feiere. So, das war es dann eigentlich auch erstmal, ja, das meiste zu dieser Base. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Software an und ja, danach sehen wir uns wieder. Hier seht ihr nun die Software von Asetek. Sie heißt RaceUp und ich habe sie hier in der Version 2.3.1. Das ist die Hauptseite und ihr seht hier die Invicta-Pedale abgebildet mit einem coolen, ja, mit einer coolen Vorführung hier, mit dem Rauch dahinter und so. Richtig cool gemacht. So, das ist die Hauptseite. Links haben wir die einzelnen Reiter für die Hardware. Falls ihr die bestimmte Hardware nicht habt, sind die ausgegraut und die könnt ihr dann nicht auswählen. Rechts oben haben wir 3 Reiter, einmal Settings, Store und Support. Wenn ihr auf Support klickt, wie der Name schon sagt, kommt ihr sofort auf die Seite vom Support und ihr könnt mit denen in Kontakt treten, falls ihr irgendwelche Probleme mit der Hardware haben solltet.
In der Mitte haben wir den Reiter Store. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die Website, wo ihr dann zum Shop, besser gesagt, wo ihr dann einkaufen könnt. Ich habe auch den Link direkt bei mir unten in der Beschreibung nochmal eingefügt. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, damit unterstützt ihr mich und den Kanal bei einem Kauf bei Acetec. Und ganz links haben wir dann den Reiter Settings, da klicken wir mal drauf. Hier seht ihr jetzt so einen Überblick darüber, welche Hardware hier bei euch installiert ist, welche Firmware-Version die Hardware hat und welche Seriennummer sie haben. Ganz einfach übersichtlich gehalten. Dann haben wir darunter zwei Schalter. Der erste betrifft nur, wenn ihr das Lenkrad auch habt. Wenn ihr das einschaltet, seht ihr jetzt auch hier am Lenkrad. Ich schalte es mal erstmal kurz aus. So sieht es ja normal aus, also mit den Farbeinstellungen, die man selber eingestellt hat. Wenn ihr jetzt auf da einschaltet, dann leuchten die ganzen LEDs vom Lenkrad in so einem Regenbogenfarbeneffekt, wenn sich das Lenkrad im Leermodus, im Leerlaufmodus befindet, also wenn es nicht benutzt wird. Das ist ein kleiner Gimmick, könnt ihr benutzen. Ich habe es auf ein und darunter habt ihr noch einen Schalter. Ich habe es auch eingeschaltet. Das heißt, da geht es um diesen Fenster. Wenn ihr es minimiert, wenn es eingeschaltet ist, verschwindet es nicht in der Tastleiste, sondern in der Taskbar. Also dann ist gar nichts mehr zu sehen. Jetzt gehen wir ganz links auf Wheelbase und sehen hier auch gleich die Hauptseite von der Base. Abgebildet ist hier natürlich die La Prima, was ich hier bei mir gerade habe. Darum haben wir auch wieder 4 Reiter. Das erste ist Center Calibration, das zweite ist Torque, das dritte ist Safety und das vierte ist Notification. Dazu kommen wir alles noch. Auf dieser Seite tun wir unser Base zentrieren. Das heißt, ihr schaut, dass euer Lenkrad gerade steht. Das tut es in meinem Fall jetzt gerade. Okay, ich habe sie auch schon kalibriert. Ihr seht hier auch 0. Jetzt klickt man auf Set Center. Dann wird es halt gerade gestellt, falls hier doch ein bisschen schief war. Dann müsst ihr das auf Save to Wheelbase, also in die Wheelbase abspeichern. Dann übernimmt er das sonst nicht. So, das war unser Centering und das war auch diese erste Seite. Dann gehen wir rüber zu Torque. Hier wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Hier sind die ganzen Einstellungen, was den Force Feedback angeht. Ich fange mal hier jetzt ganz oben links an. Wir haben hier Presets, was wir hier bearbeiten können, was wir abspeichern können, was wir laden können, also Profile. Von Anfang an sind hier 2 dabei, einmal F1 und einmal GT3. Wenn ich jetzt aufs GT3 klicke, das ist auch jetzt bei mir als Default eingestellt, seht ihr jetzt einige Werte hier. Ihr seht hier in der Mitte rechts High Torque, das heißt erhöhter Drehmoment oder hoher Drehmoment. Und ihr könnt jetzt aber auf nichts klicken. Das ist daher, weil das ein voreingestelltes Profil ist, da kann man jetzt nichts ändern. Dieses High Torque, kommen wir erstmal dazu. Normal ist das ausgeschaltet. Wenn ich den jetzt einschalte, kommt dann erstmal eine Seite, was ihr durchlesen müsst. Und ihr müsst dann hier ein Häkchen setzen, dass dieser High Torque, dieser hohe Drehmoment, automatisch immer eingeschaltet wird, wenn ihr die Software RaceHub startet. Weil die braucht ihr, damit hier alles funktioniert. Wenn ihr das nicht auswählt, dann müsst ihr das jedes Mal in der Software nochmal einschalten. Also Häkchen rein und dann auf Akzeptieren drücken. Somit haben wir diese High Torque immer drin. So, jetzt, wieso kann ich hier nichts ändern? Wie gesagt, weil es ein Preset ist. So, um hier das zu bearbeiten, muss ich mir selber ein Profil anlegen. Also klicke ich wieder auf diese Häkchen. Ich habe mir schon eins angelegt, hier Simware Time. Und ihr seht, jetzt ist hier alles frei und ich kann hier alles ändern. Bevor ich jetzt dazu komme, hier rechts ist das jetzt nämlich auch frei. Von Basic zu Fortgeschritten. Wenn ich jetzt das ist jetzt die fortgeschrittene Seite. Wenn ich jetzt auf Basic klicke, kommt dann so eine Meldung, dass das alles hier gelöscht wird etc. Und das ist immer, sag mal, akzeptieren. So, das ist hier einfach die einfache Darstellung, ein bisschen vereinfacht für diejenigen, die sich da nicht so auskennen oder nicht viel rummachen möchten. Hier haben wir zum Beispiel, können wir mal durchgehen. Erstmal hier
oben Steering Range, wie gesagt, unser Lenkwinkel. Ja? Ich habe hier schon eingestellt 900 Grad, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt es halt ändern, wie gesagt, bis auf 1440 Grad. Minimum ist 180 Grad. Aber wie gesagt, 900 Grad ist für mich ja, das Beste für iRacing, für GT3 auf jeden Fall. Dann haben wir darunter Bump Stop Hardness. Das heißt, das reguliert die Härte vom Stopp, wenn ihr das Lenkrad einschlagt und an der Grenze seid quasi, welche Winkel ihr eingestellt habt, da hört es ja auf, da hat es ja so einen Schlag. Und das könnt ihr damit einstellen. Das heißt, wie hart es reagieren soll. Ihr könnt es halt auf weich stellen, soft oder mittel oder halt ganz hart. Und einmal darunter Bump Stop Range. Das ist hier in Grad. Da könnt ihr sagen, okay, es soll noch 10 Grad plus oder minus haben. Also ein bisschen weiter oder enger sein. Ja, wann dieser Bump Stop kommen soll. Das könnt ihr dann auch hier auch einstellen. Dann rechts Overall Force ist die Stärke von der Base. Ja, die Gesamtstärke, was man hier anstellt. Bei diesen vorinstallierten Profilen war immer 10 Newtonmeter eingestellt. Ich habe hier aber auf Maximum 12 Newtonmeter gestellt. Wie gesagt, 12 Newtonmeter, müsst ihr wissen, ist ja das Peak-Drehmoment, also die Spitze, die es erreicht. Das hat es nicht die ganze Zeit. Und normalerweise soll man auch diese 12 dann nicht benutzen, weil dann immer Force Feedback Inhalte verloren gehen. Ja, weil es halt ins Klippen kommt, also über die Grenze geht. Aber ich stelle hier lieber 12 Newtonmeter ein und stelle dafür in der Simulation das bisschen geringer ein. Ja? Und ja, das ist meine Meinung, also so mache ich das zumindest. Und dann eins darunter ist Basic Damping, also die Dämpfereigenschaft, was von diesen Force-Feedback-Effekten, das was bei euch am Lenkrad ankommt, wie viel da gedämpft werden soll. Ja? Von Low, also wenig, bis Medium, bis High, Very High könnt ihr da ja, gucken, wie ihr wollt. Ich lasse es auf Off und Basic Smoothing, also diese Weichheit, der Fluss besser gesagt, könnt ihr auch wieder einstellen von Low bis Very High. Ich lasse auch wieder ganz unten. So, ihr könnt jetzt, wenn wir auf Advanced gehen, haben wir jetzt ein paar mehr Möglichkeiten oder halt ein bisschen andere Beschreibungen. Wenn ihr auf irgendeinen Schieberegler geht und da drauf bleibt, dann kommt auf Englisch gleich die Beschreibung, was das eigentlich heißt. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel schaue auf Steering Range, ja, das wissen wir ja, das ist der Lenkwinkel. Eins darunter, Bump Stop Hardness hatte ich schon, Bump Stop Range hatten wir auch schon. Dann kommt hier High Frequency Limit. Das ist die Frequenz, womit der Motor arbeitet. Ich habe hier auf No Limits gesetzt. Das war vorher, glaube ich, auf irgendwie 3300 Hertz. Ich habe es aber auf No Limits gesetzt und probiere es erstmal damit. Bis jetzt war eigentlich alles okay. Dann haben wir hier wieder Damping. Ist wieder halt dieses Dämpfen von Peaks oder so, was kommt von der Software. Ich fahre lieber ohne Damping. Eins darunter ist Friction. Also dieses Friction ist ein bestimmter Widerstand, ja, was du am Lenkrad spürst beim Einlenken. Das kannst du dann erhöhen, ja, in Prozent. Ich habe es halt komplett weggelassen. Wie gesagt, das müsst ihr selber nach Geschmack einstellen. Als nächstes haben wir Inertia. Das ist auch, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt bei Lastwechsel, ja, wenn man nach links, nach rechts lenkt, da wird auch wieder so Widerstand erzeugt. Das könnt ihr dann die Stärke auch wieder ja, von 0,1 bis 10 einstellen. So, als nächstes haben wir Cornering Force Assist. Das heißt, es ist ein Assist-System, der bei langen Kurven mehr Gefühl vermitteln soll. Er macht dann bei höheren Einstellungen werden weniger Force-Feedback-Effekte angewendet, um Details und Straßengefühl zu verbessern. Ihr könnt hier auch wieder die Stärke einstellen von 1 bis 10, je nach Wunsch. Dann ganz rechts Overall Force haben wir ja vorhin schon gehabt. 12 Newtonmeter habe ich eingestellt. Könnt hier, also Minimum ist da 3 Newtonmeter. Hier als nächstes haben wir hier Torque Behavior Prediction. Das soll eine Drehmoment-Vorhersage sein, ja, um niedrige FFB-Aktualisierungsraten entgegenzuwirken.
Die Einstellungen, also niedrige Einstellungen, führen zu einer reaktionsschnelleren Lenkung, fühlen sich aber möglicherweise unruhig an. Höhere Einstellungen fühlen sich weicher an, können aber über Drehmomentspitzen hinausschießen und sich gummiartig anfühlen, steht hier. Als nächstes haben wir Torque Acceleration Limit. Das ist, wie schnell das reagiert, wie schnell der Motor reagiert. Wir haben hier 4 Newtonmeter pro Millisekunde und das ist auch schon ein guter Wert. Zum Beispiel der Invicta und Forte, die haben natürlich mehr, die reagieren viel schneller. Und eins weiter drunter haben wir Anti-Oszillation. Das heißt, das wirkt dann, wenn man einstellt, bis 20% gegen ein Oszillieren des Lenkrades beim Fahren. So, das war die Seite vom Torque. Jetzt gehen wir zum nächsten Reiter hier oben auf Safety. Auf dieser Seite haben wir 2 Sachen, die wir einstellen können. Das erste wäre eine automatische Rückstellung vom Lenkrad. Da können wir bestimmen, ob Soft, Medium oder Hard. Das heißt, das bestimmt die Stärke, wie stark es wieder zurückkommen soll ins Zentrum. Das zweite ist ein Hands-Off Detection. Da wird die Wheelbase einfach schauen, ob eure Hände am Lenkrad dran sind. Und wenn er merkt, die sind nicht am Lenkrad, wird dann das Drehmoment für diesen Moment dann weggenommen. Also könnt ihr auch wieder ein- oder ausschalten. Ich lasse beide auf aus, brauche ich nicht. Und ganz oben habt ihr dann Notification. Das heißt, diese Sound Notification, ihr kriegt immer so einen Sound ausgespielt, wenn ihr die Bass einschaltet und wenn ihr die Software startet, dass dieser hohe Drehmoment eingeschaltet wird, kriegt ihr auch nochmal so einen Sound, dass ihr es mitkriegt. Wenn ihr jetzt alles so eingestellt habt, wie ihr wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, rechts oben auf dieses Zeichen zu klicken. Dann kommt ihr zum Beispiel hier auf so ein kleines Fenster, wo ganz unten zum Beispiel steht Wheelbase is up to date, da steht halt, welche Version da installiert ist. Hier könnt ihr die Einstellungen, die ihr gemacht habt, als Profil abspeichern, zum Beispiel auf Export. Dann könnt ihr einen Namen vergeben, wie ich jetzt zum Beispiel Simware Time, und dann hier speichern. Oder halt Profile, die ihr abgespeichert habt, könnt ihr dann hier drüber wieder laden, oder Profile von Freunden, oder wie Acetec jetzt mit dem Magnussen gemacht hat, dem Formel 1 Fahrer. Er hat zum Beispiel, ich glaube für verschiedene Simulationen, da bin ich mir nicht ganz sicher, verschiedene Profile erstellt für ein Formel 1 Auto, was annähernd sich so echt anfühlt wie möglich. Und diese Profile könnt ihr dann herunterladen und natürlich hier in die Software laden und auf eure Base speichern und es dann natürlich auch benutzen. Das finde ich auch cool. Okay, das war es dann hier von der Software Racer. So, nachdem wir jetzt die Software auch besprochen haben, würde ich sagen, komme ich zu meinem Fazit, zu meiner Meinung. Ich fange einfach damit an. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dieser Strategie, was ich ja vorhin auch erzählt habe, dass die Qualität gleichbleibend ist. Egal wie viel Geld man ausgibt bei Acetec. Ja, von der Invicta-Serie über die Forte bis hin zur La Prima-Serie ist die Qualität überall gleichbleibend. Und das habe ich so eigentlich nirgendwo gesehen. Ich meine, es gab ja Hersteller, okay, die qualitativ auch gute Sachen angeboten haben, bei preisgünstigen Sachen. Aber das waren ja andere. Ich sag mal, zum Beispiel, wenn teure Pedale angeboten wurden, wurde ganz andere Pedalerie quasi entwickelt, ja? Was qualitativ halt nicht so mithalten konnte. Bei Acetec sieht es halt anders aus. Qualitativ ändert sich da nichts, weil es ja zu, ich sag mal, 80% immer noch das Gleiche ist. Ja? Und das feiere ich sehr, und dazu kommt dann noch, wie gesagt, dass man alles updaten kann. Bei Acetec ist die Zeit vorbei, wo man Hardware kauft und wenn man was Besseres will, also das nächsthöhere, dass man dann seine Hardware verkaufen musste. Das braucht man jetzt nicht mehr. Und das ist echt top, und dafür kriegt echt die La Prima Serie vor allem von mir 2 Daumen hoch. Ja? 2. So, das war es erstmal für das Allgemeine. Kommen wir jetzt mal zur Geschichte Force Feedback.
das ist, glaube ich, das Thema, was die meisten interessiert. Ich bin ja bis jetzt immer stärkere DDs gefahren. Mein erstes war ein Simicube mit 30 Newtonmetern. Mein aktuelles, die Simicube 2 Pro mit 25 Newtonmeter. Die hier hat ja 12 Newtonmeter. Ich habe eigentlich erwartet, wenn ich jetzt mit 12 Newtonmeter fahre, habe ich mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich zu wenig sein und ich werde nicht viel spüren. Aber diese Base hat mich eines Besseren belehrt, muss ich sagen. Ich habe, wie gesagt, in der Software, habt ihr gesehen, auf 12 Newtonmeter eingestellt und in der Simulation bei iRacing habe ich das auf 10, Stärke 10 eingestellt. Und ich muss sagen, hey, erstens war es viel stärker, als ich gedacht hatte. Und das, was man fühlt, ja, ich sag mal, trotz nur 10 Newtonmeter in der Simulation, war echt gut. Also mehr als das, was ich, wie gesagt, vermutet hatte und was ich erwartet hatte. Und es reagiert ziemlich schnell. Ja, man fühlt vieles, auch durch das Lenkrad, auch durch das F1 Formula Wheel ist es nochmal, ich weiß nicht, dieses Paket fühlt sich gut an. Und ich habe mich direkt wirklich auf Anhieb zurechtgefunden. Es hat mir auch gefallen. Natürlich wäre mir die Invicta lieber mit ihren 27 Newtonmetern, weil ich, wie gesagt, ja diese starke wirklich sehr mag. Aber wie gesagt, diese 10 bzw. 12 Newtonmeter sind für viele 100% ausreichend. Und ich sage, wenn ich sogar sage, okay, es hat mir gefallen, ich habe wirklich viel gespürt, ich habe nicht erwartet, so viel zu spüren und dass es wirklich auch so stark ist. Daher für die meisten, ich sag mal vielleicht sogar 50-60%, vielleicht sogar mehr, ist das ausreichend. Ja? Und ja, ich hoffe, dass dass ich bald die Forte und auch die Invicta Base von Acetec zugesendet kriege. Dann kann ich euch nämlich bessere Vergleichswerte liefern, weil wie gesagt, ich bin immer die stärkeren Motoren gewöhnt. Dann könnte ich zum Beispiel die Invicta mit der Simicube 2 Pro direkt vergleichen, weil mit dem jetzt zu Vergleich zu machen, wäre ein bisschen ungerecht. Also ich kann sagen, Daumen hoch. Wie gesagt, für die La Prima sogar 2 Daumen hoch. Und für all diejenigen, die nicht so viel Geld investieren wollen, kann ich das wirklich empfehlen. Ihr kriegt was für euer Geld und das passt auch von der Stärke her. Also ja, Daumen hoch, 2 Daumen hoch. Und ich möchte noch was sagen, und zwar habe ich das erste Mal einen Affiliate-Link hier unten bei mir reingesetzt. Und zwar, normalerweise mache ich das nicht, weil mich so Geld wirklich nie interessiert hat. Aber da ich ja nicht so viele Abonnenten habe, wie ihr seht, hat Acetec mir gesagt, okay, pack mal dieses Link da rein, weil die wollen sehen, wie viele von euch über dieses oder über meine Videos dann auf Acetec Seite gehen und dort was kaufen, weil darüber werden sie es dann sehen. Und dann wollen sie sich entscheiden, ob sie mir dann weiterhin Hardware schicken wollen oder nicht. Das ist der einzige Grund, wieso ich diesen Link da unten jetzt einsetze. Also falls ihr was kaufen wollt von Acetec, wäre es super, wenn ihr über diesen Link bei mir einkauft. Für euch ändert sich ja nichts, wisst ihr ja. Und die geben mir dann prozentuell irgendwas ab von dem, was ihr da kauft. Ich weiß echt nicht einmal, wie viel Prozent. 1%, 3%, keine Ahnung. Ich habe nicht mal darüber geredet, weil mich das wirklich nicht interessiert. Und daher, falls ihr dann hoffentlich dann über diesen Link was kauft, weil ich will ja dann weiterhin noch Reviews machen können, habe ich mir vorgestellt, vielleicht mache ich dann von dem, was von Acetec mir dann überweist, würde ich dann irgendwelche Gutscheine, Amazon-Gutscheine oder sonst was oder auch Acetec-Gutscheine, keine Ahnung, würde ich dann so eine Live-Sendung machen und mit euch dann so eine Auslosung, wo das Geld, was sie mir schicken, an euch übergeht quasi. Ja? Also ich will das Geld nicht unbedingt. Oder auch, habe mir auch überlegt, wenn Käufer von euch mir dann die Rechnung schicken,
Und wenn ich dann was von LCTech bekommen habe, wo ich dann auch sehen kann, zum Beispiel welche Seriennummer, wer was gekauft hat, bin ich sogar bereit, das Geld wieder demjenigen zu überweisen. Dann bekommt er das, was ich hier bekommen habe, als quasi Rabatt. Ja? Also kauft über diesen Link und ja, hoffentlich kriege ich dann auch weiterhin, wie gesagt, Hardware. Und ja, das war's von diesem Video. Und jetzt von dem Thema her, also für diejenigen, die noch kein Abo haben hier, abonniert doch bitte diesen Kanal. Gebt diesen Videos, die ihr anschaut, auch ein Like, weil das ist sehr wichtig, weil damit erreiche ich dann auch andere Simracer. Und teilt einfach diese Videos, macht ein bisschen Werbung, würde mich freuen. Und das war's dann für heute. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut. Yasin out.